Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich gerne einmal die neuen Pets danach bewerten, wie gut sie zum Kämpfen oder zum Coins verdienen geeignet sind. Dabei bewerte ich sie von 0 bis 3, wobei 0 dafür steht, dass sie komplett ungeeignet sind und 3, dass sie sehr gut geeignet sind. Angefangen bei den neuen craftbaren Pets haben wir das Schwein. Zum Coins verdienen hat das Schwein gar keine Perks und beim Kämpfen habe ich dem Schwein auch nur eine 1 gegeben, da man sich auf das Schwein setzen kann, um während den Kämpfen kein Knockback zu bekommen. Aber ansonsten macht es auch nicht wirklich sehr viel Sinn, ein Schwein auszurüsten, wenn man mehr Damage machen möchte. Das Endermite Pet bringt uns gar nichts beim Kämpfen, dafür ist das Pet sehr gut geeignet, um Zeller zu farmen, da das Pet ab der Rare-Stufe Enderperlen automatisch in Coins umwandelt und ab Level 50 bekommt man sogar mehr Coins als beim NPC für die Enderperlen. Also ist das Pet wohl die beste Wahl für Leute, die Zealots farmen, sich aber noch kein legendäres Enderman Pet leisten können. Das Zombie Pet ist von seinen gesamten Perks so ausgelegt, dass es sehr gut zum Bekämpfen von Zombies ist, also momentan wäre es nur sinnvoll, wenn man das Pet ausrüstet, während man Revenants grindet, aber in Zukunft, wenn Dungeons mit vielen Zombies existieren, wäre es wohl nicht schlecht, ein Zombie-Pet zu haben. Das Skelett-Pet ist wohl das Pet, was man haben sollte, wenn man möglichst viel Schaden mit einem Bogen machen will, denn die ersten beiden Perks sind darauf ausgelegt, einfach nur mehr Schaden mit dem Bogen zu machen, und wenn euch ein Gegner mal zu nahe kommt, was man ja nicht haben möchte, wenn man mit einem Bogen spielt, beschützt euch das legendäre Skelett-Pet noch zusätzlich mit dem dritten Perk. Das Spinnen-Pet ist vom Combat her ähnlich wie das Zombie-Pet, halt nur für Spinnen. Aber ab der legendären Stufe ist das Pet auch sehr gut geeignet, um Coins zu verdienen, da es die Geschwindigkeit von Spinnen und Tarantula Minions boostet. Und Tarantula Minions in einem Mobgrinder sind ja mit die besten Minions, um Coins zu verdienen, und durch das Spinnen-Pet wird diese Methode sogar noch besser. Weiter geht es mit den Pets, die man kaufen kann. Bei den Affen ist momentan der legendäre Perk noch nicht bekannt, deswegen kann ich das Pet nur anhand der bereits bekannten Stats bewerten. Und für Combat hat der Affe wirklich gar nichts, weswegen er hier auch eine 0 hat. Bei Coins habe ich den Affen mit einer 2 bewertet, da man, wenn man will, mit dem Affen beim Holzfarmen noch mehr Holz bekommen kann, welches man dann verkaufen kann. Aber die meisten Leute farmen ja sowieso Holz nur fürs Foraging-Leveln und dort würde es sich eher lohnen, ein Ocelot-Pet zu benutzen. Der Elefant hat bezüglich Combat das gleiche Problem wie der Wal oder die Schildkröte, denn auch der Elefant ist für Tanks gedacht, welche momentan aber im Spiel noch nicht benötigt werden. Wenn aber in Zukunft Content existiert, in dem man viel aushalten muss, würde ich den Elefant auch wichtiger für den Combat bewerten. Ansonsten kann man mit den legendären Elefanten noch etwas mehr Coins verdienen, wenn man Sachen per Hand aberntet, wie beispielsweise Kartoffeln oder Weizen. Die Katze ist meiner Meinung nach das beste Pet vom ganzen Update, auch wenn sie keine Perks hat, die uns wirklich stärker machen, aber dafür gibt uns die Katze alle Stats, die wir brauchen, um seltene Drops von Slayer oder beispielsweise den Enderdrachen zu bekommen, denn die Katze gibt uns mehr Magic Find und mehr Pet Luck. Die Qualle müsste bei Combat eigentlich eine 0 haben, wenn man selber Schaden machen will. Aber die Qualle ist gar nicht für Leute gedacht, die Schaden machen wollen, sondern für Leute, die in Dungeons dann den Healer spielen wollen. Denn alle 3 Perks der Qualle drehen sich nur ums Healen. Damit kommen wir zu den beiden Pets, die man automatisch bekommt, sobald man genügend Erze oder Seekreaturen gesammelt hat. Der Stein ist wieder ein Pet, welches für Tanks gedacht ist. Denn zu einen sorgt das Pet dafür, dass wir keinen Knockback bekommen, wenn wir auf dem Pet sitzen. Und zusätzlich boostet das Pet sogar noch unseren Defense und unseren Schaden, wenn wir auf ihm sitzen. Das Delfin-Pet ist für Leute gedacht, die in einer Gruppe mit anderen angeln wollen, denn dann angelt man mit dem Delfin deutlich schneller. Zudem sorgt das Pet auch dafür, dass man häufiger Seekreaturen angelt, weswegen ich das Pet bei Coins mit einer 2 bewertet habe, da man mit dem Pet noch schneller Coins während dem Angeln verdienen kann. Und das legendäre Perk, dass Seekreaturen erst einmal gestunt sind, wenn man sie angelt, ist auch ganz nützlich, wenn man beispielsweise eine stärkere Seekreatur angelt und nur eine Anglerausrüstung hat, in der man vielleicht dann sterben würde. Und damit kommen wir zu den Pets, die man droppen kann. Angefangen bei dem Baby Yeti. Dieses Pet könnte ganz nützlich werden, um mehr Schaden in der Höhle bei der Jerry Workshop Island zu machen, da wir dort ja die ganze Zeit Schnee um uns zu haben. Aber damit es sich auch wirklich lohnt, das Pet auszurüsten, sollte man vielleicht auch noch ein Yeti-Schwert haben, da das legendäre Yeti-Pet ja auch dafür sorgt, dass das Schwert noch mehr Schaden macht. Nur leider ist das Schwert momentan noch extrem teuer. Das Golem-Pet ist wohl das neue Allround-Damage-Pet, denn alle Fähigkeiten von dem Pet sind einfach darauf ausgelegt, dass man mehr Schaden macht. Wobei man bei dem Pet sehen muss, ob dies vielleicht sogar in Zukunft genervt wird, da man mit dem Pet wirklich extrem viel Schaden momentan machen kann. Damit sich das Ghoul Pet lohnt, bräuchte man auf jeden Fall eine Reaper Scythe. Denn das gesamte Pet ist darauf ausgelegt, die Zombies der Reaper Scythe zu buffen. Deswegen wohl das Pet am besten für Leute geeignet ist, die einen Tank mit einer Perfect Rüstung und einer Reaper Master und Reaper Scythe spielen wollen. Das Tarantula Pet ist noch etwas besser als das Spinnen Pet, dafür geeignet, wenn man Spinnen Slayer grinden will.
denn das Pet sorgt dafür, dass man weniger Schaden vom Boss bekommt. Dann senkt das Pet noch die Mana-Kosten der Tarantula Boots, die man ja auch meistens anhat, während man Spinnen grindet. Und ab der legendären Stufe sorgt das Pet sogar noch dafür, dass man mehr Combat XP von Spinnen bekommt, sogar mehr als wenn man ein Wolf-Pet ausgerüstet hätte. Und damit sind wir schon beim Hound angelangt, welcher an sich ein paar Sets hat, welche unsere Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Ansonsten hat das Pet nichts weiter, was uns stärker beim Kämpfen macht. Dafür kann man mit den Hound noch ein paar Coins mehr verdienen, da uns das Pet einen zusätzlichen Scavenger-Effekt gibt, wenn wir Mobs töten. Und mit dem Pet haben wir auch eine höhere Chance, Rüstung von Mobs zu droppen. Aber momentan gibt es ja keine wirklich wertvolle Rüstung, die von Mobs droppen kann. Das war dann auch schon meine Einschätzung der neuen Pets. Wenn ihr eins der Pets anders bewertet hättet, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.